Herzlich willkommen zurück zu den PS-Tipps. Heute schauen wir uns mal unsere Achsschenkelbolzensätze etwas genauer an. Hier haben wir mal den Achsschenkelbolzen. Wirkt ziemlich unscheinbar, ist aber ein ziemliches Kraftpaket. Wir zeigen euch heute wichtige Tipps und Tricks, die ihr bei der Montage beachten müsst. Zudem gehen wir auf die verschiedenen Bauarten ein und zeigen euch, was wir diesbezüglich im Sortiment haben. Dann lass uns mal loslegen. Der Achsschenkelbolzen ist der Drehpunkt der Lenkung. Das bedeutet, er verbindet den Achsschenkel mit der Achse an sich. Ich würde euch jetzt gerne einmal den Einbauort zeigen. Hier haben wir die Achsfaust, das heißt die Achse an sich. Und hier haben wir den Achsschenkel, der einmal umzugeht. Der Achsschenkelbolzen ist hier so verbaut, muss natürlich oben und unten gelagert werden. Für die Lagerung haben wir hier Nadellager, die einmal hier oben eingebaut sind und einmal unten. Hier seht ihr schon, hier ist die Nadellagerung. Die müssen natürlich geschmiert werden, um die Funktion zu gewährleisten. Und dafür sind diese Schmiernippel da. Hier könnt ihr die Artikel schmieren, um dann die Funktion zu gewährleisten. Ein Defekt am Achsschenkelbolzen zeigt sich meistens im Fahrverhalten. Das heißt, sind Geräusche beim Lenken vorhanden? Ist die Lenkung schwergängig? Ist der Reifenverschleiß nicht in Ordnung? Dann muss das nicht an der Lenkung an sich liegen, sondern kann auch am Achsschenkelbolzen liegen. Wir gucken uns mal hier unten nochmal am Einbauort was genauer an. Wie ihr hier schon sehen könnt, sind hier ziemlich viele Korrosionsrückstände. Es kann natürlich sein, wenn die Dichtungen, ich zeige euch mal hier so eine Dichtung vom neuen Artikel, wenn die kaputt sind, kann es natürlich sein, dass auch Schmutz und Wasser in die Lagerung eintreten und so die Lagerung zerstören. In einigen Fahrzeugvarianten ist es so, dass unten Schutzkappen verbaut sind. Baut diese Schutzkappen einfach mal ab, guckt, ob da unten Verunreinigungen drin sind, das heißt vielleicht auch schon Lagerrückstände. Das ist ein Anzeichen dafür, dass sie kaputt sind. Das Spiel der Lagerung sollte natürlich auch kontrolliert werden. Dazu kannst du noch mal eben wieder mit herkommen. Ist es auch möglich, einmal das Fahrzeug anzuheben, hier eine lange Stange reinzustecken in die Narbe oder in die Felge eher gesagt und einmal hochzuheben. Dann könnt ihr hier einmal gucken, ob zwischen dem Achsschenkel und der Achsfaust ein Spiel entsteht. Sollte das Spiel vorhanden sein, kann in einigen Varianten eine Mutter nachgezogen werden. In anderen Varianten muss auf jeden Fall der Achsschenkelbolzen ausgebaut werden, um die Ursache zu lokalisieren. Wenn ihr durch eure bisherigen Prüfungen vermutet, dass der Achsschenkelbolzen defekt ist, solltet ihr da wirklich auf Nummer sicher gehen, weil das ist schon ein ziemlicher Aufwand, den zu demontieren. Somit baut alle Anbaukomponenten, wie beispielsweise, ich zeige euch das mal eben, hier die Schubstange, hier am Hebel ab, dann könnt ihr die Spurstange, die ist hinter dem Rad, einmal abbauen, dann einmal das Fahrzeug anheben und gucken, könnt ihr das vielleicht auch durch Abschmieren noch einmal beheben, also die Schwergängigkeit. Wenn ihr euch danach, nach dieser Prüfung immer noch sicher seid, der Achsschenkelbolzen ist defekt, könnt ihr ihn demontieren. Dazu könnt ihr dann alle Anbaukomponenten, wie hier zum Beispiel den Reifen, hier die Bremszange und alle anderen Anbaukomponenten abbauen. Und dann habt ihr hier oben, sozusagen, hier seht ihr, da ist momentan der Schmiernippel, aber da ist auch eine Schutzkappe drauf sozusagen. Diese Schutzkappe ist dann, wir gehen mal eben an die Werkbank, dann mit so einem Sicherungsring gesichert. In einigen Varianten sind auch Schutzkappen drauf, das heißt geschraubte Schutzkappen, das kommt halt je nach Fahrzeugtyp an. Die müsst ihr dann abnehmen, dann müsst ihr den Artikel demontieren. Dazu ist es wichtig, jetzt genau aufpassen, ihr müsst Spezialwerkzeug verwenden. Viele versuchen das irgendwie mit dem Hammer rauszukloppen, das ist wirklich gefährlich, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr auf diesem Achsschenkelbolzen mit dem Hammer raufkloppt, ändert sich natürlich auch der Durchmesser, es entstehen Beschädigungen, wodurch ihr dann die anderen Komponenten beschädigt. Und wenn ein Achsschenkel oder die Achse an sich kaputt ist, das wird wirklich teuer. Deswegen verwendet Spezialwerkzeug, wenn ihr das nicht selber habt, leiht es euch irgendwo. Das ist nicht ganz günstig, das Spezialwerkzeug, aber es ist wirklich wichtig, dass ihr es verwendet. Wenn ihr dann den Achsschenkelbolzen demontiert habt, ist es wichtig, den Achsschenkel und die Achse an sich zu kontrollieren. Das heißt, sind da irgendwelche Beschädigungen dran? Das könnt ihr meistens erst feststellen, wenn ihr den gründlich säubert. Dann könnt ihr am Achsschenkel alle Dichtungen, zum Beispiel wie hier zu sehen, Dichtung, die Druckscheiben, die Lagerung, die könnt ihr dann alle im ausgebauten Zustand demontieren.
Dann guckt ihr euch nochmal alle an, ob die Montageflächen in Ordnung sind. Wenn diese Montageflächen in Ordnung sind, könnt ihr die neuen Artikel wieder einbauen. Da ist es wichtig, dass ihr die einmal vorschmiert, das heißt, dass ihr die nicht trocken zusammensetzt. Und zudem ist es so, dass ihr bei der Dichtung zum Beispiel, bei manchen Varianten kann man die zu beiden Seiten einbauen. Wichtig, beachtet die Einbaurichtung, nicht, dass da nachher Dreck reinkommen kann. Und ein Tipp, um den Einbau zu erleichtern, ist, legt diesen Achsschenkelbolzen ins Gefrierfach. Dadurch zieht er sich ein bisschen zusammen. Und zudem ist es so, dass ihr die Achsfaust halt erwärmen könnt gleichzeitig. So ändert ihr ein bisschen die Toleranzen, die maßlichen Toleranzen, wodurch ihr die Montage erleichtert. Auch beim Ausbau ist es so, dass ihr die Achsfaust leicht erwärmen könnt, um die Demontage zu erleichtern, weil manchmal ist das wirklich stramm eingepresst wegen den engen Toleranzen. Da ist es wichtig, erwärmt die, aber nicht zu doll, um die Materialeigenschaften nicht zu verändern. Wenn ihr diese Tipps beachtet, könnt ihr die Montage gut durchführen, aber wie gesagt, nochmal wichtig, Spezialwerkzeug verwenden. Je nach Fahrzeugvariante sind zwischen dem Achsschenkel und der Achsfaust auch Ausgleichsscheiben verwendet. Die haben verschiedene Stärken, das ist jetzt hier schlecht zu sehen. Bitte verwendet da die richtige Stärke und kontrolliert nach dem Einbau auch einmal, ob das Spiel in Ordnung ist, ob die Schwergängigkeit der Lenkung in Ordnung ist. Gegebenenfalls müsstet ihr die nochmal austauschen. Ein kleiner Tipp am Rande, bitte kontrolliert bei Nachlaufachsen und Vorlaufachsen den Achsschenkelbolzen im Detail und schmiert den auch vielleicht mal öfter ab als die regelmäßigen Wartungsintervalle, weil da kommt es halt oft dazu, dass die schwergängig sind, weil sie halt nicht so oft bewegt werden wie eine normale Vorderachse. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema, dann könnt ihr euch natürlich gerne an unseren Helpdesk wenden. Ich ziehe mal eben meine Handschuhe aus, weil wir haben hier auch noch was Interessantes. Wir haben hier eine Part Specialist App. Ihr könnt euch da registrieren, dann habt ihr den direkten Draht zu uns und wir geben euch alle Informationen, die ihr braucht. Wir stellen unsere Achsschenkelbolzensätze so zusammen, damit ihr den kompletten Achsschenkel überholen könnt. In unseren Sätzen sind unter anderem enthalten die Nadellagerung, die Druckscheiben, die Dichtung, die Schmiernippel und die Sprengringe. Hier ist es so, dass der Achsschenkelbolzen eine rein gepresste Variante ist, ohne Gewinde. Wir haben diese Varianten aber auch, wie hier zu sehen, einmal mit Gewinde am Ende. Da ist es ganz wichtig, dass ihr das richtige Drehmoment für diese Mutter einhaltet. Da haltet euch bitte an die Herstellervorgaben. Wir haben die Artikel natürlich auch einzeln im Programm, nicht nur in den Sätzen. Im Rahmen des DTQS prüfen wir bei diesen Artikeln unter anderem die Härte, die Rauheit und die Maßhaltigkeit, weil hier sind schon ziemlich enge Toleranzen, die müssen detailliert geprüft werden. Jetzt kommen wir mal einmal zu unseren Verpackungen. Hier seht ihr schon, dass der Achsschenkelbolzen in einem Warmgewebe verpackt ist, um Beschädigung zu vermeiden. Zudem ist es so, dass wir auch alle anderen Artikel in Korrosionsschutzverpackungen einpacken, damit halt keine Rostbildung entsteht. Jetzt lass uns noch mal auf unser Sortiment gucken. Wir haben auch andere Artikel bei uns im Sortiment, wie beispielsweise die Radnabe, ein Dreieckslenker, eine Schubstange. Und zudem haben wir hier auch die Schmiernippel einzeln im Programm. All diese Artikel findet ihr bei uns im Partnerportal. Und jetzt danke ich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.